Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ein wichtiges Video heute, ein sehr wichtiges Video heute, möchte ich meinen. Etwas als das Beste zu bezeichnen. Das ist ja immer eine subjektiv betrachtete Geschichte, ganz klar. Doch man kann ziemlich nahe an das Beste bei gewissen Themen herankommen, wenn man dazugehörige Fakten objektiv betrachtet. Oder? Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja. Ich habe da mal ein Video gebracht, in welchem ich die für mich 10 besten Schutzhunderassen vorgestellt habe. In diesem Video belegte der Riesenschnauzer den Platz 1 als allgemein beste Schutzhunderasse, obwohl ich versucht habe, in diesem Beitrag faktenbasierend objektiv zu bleiben, ist das Ganze schlussendlich ja trotzdem nur meine persönliche Meinung gewesen. Natürlich, ja. Es ist nicht möglich festzustellen, welche Hunderasse den besten Schutzhund darstellt. Das ist unmöglich, ja, weil das Thema individuell bei dieser Sache einfach zu mächtig ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Natürlich kann man ein Ganzes hernehmen und glaubwürdig sagen, diese Hunderasse eignet sich im Normalfall weit besser als diese für das Thema Schutzhund. Und trotzdem besteht die Möglichkeit, dass da draußen ein Irish Setter herumläuft, der alle Rottweiler, Schäferhunde, Schnauzer und Dobermänner dieser Welt beim Thema Schutzhund von der Bühne bläst. Ist nun mal so, ist zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ja. Die Zauberkräfte, welchen einen guten Schutzhund ausmachen, die sehen wir uns in diesem Video an. Also bis gleich. Ja, das waren einige Videoausschnitte von Überwachungskameras, welche garantiert KI-frei waren. Diesbezüglich flutet ja mittlerweile schon viel Blödsinn das Netz. Aber die wirklich bösen Sachen,
Die habe ich Ihnen nicht gezeigt. Ja. Auch wenn das Thema Schutzhund den meisten Wartebursche-Werfern ein Dorn im Auge ist, weil viele Leute dieser Gesellschaft generell viel Meinung zu ganz wenig Ahnung haben, geht diese Hundeeigenschaft, Beschützerinstinkt, bei gut erzogenen Hunden, welche damit behaftet sind, völlig problemlos im normalen Alltag auf. Absolut nichts Monströses an einem gesunden, gut geführten Hund mit ausgeprägtem Schutztrieb. Ja. Natürlich ist es in solchem Fall ganz elegant, wenn Sie als Besitzer wissen, dass es nicht so toll ist, wenn Ihr Kumpel, der Sie nach 10 Jahren das erste Mal wieder sieht, freudig über die Straße auf Sie zuläuft und Sie glücklich über das Wiedersehen kräftig umarmen möchte, während Ihr Hund neben Ihnen steht. Oder ähnliche Geschichten. Das ist eine klare Sache. Wenn Sie Hunde und ganz besonders Ihren Hund verstehen, dann werden Sie sehr gut wissen, was einen diesbezüglichen Reiz auslösen kann. Oder, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, Fokus sollte sowieso immer da sein beim Spaziergang mit dem Hund. Und wenn der da ist, dann sind ungewollte Aktionen oder Reaktionen im Normalfall kein Thema. Also im seltensten Fall. Gewisse anatomische oder charakterliche Faktoren zeichnen einen effektiven Schutzhund aus. Beginnen wir mal mit dem Wesen. Ein guter Schutzhund sollte klarerweise nervenstark sein. Nicht umweltscheu. Diesen Begriff werden Sie in diesem Video noch häufiger zu hören bekommen. Keine Angstprobleme vorweisen, wie zum Beispiel gegen Radfahrer, Motorengeräuschen, Menschenansammlungen etc. Was nicht bedeutet, dass solch ein Hund keinen Schutztrieb besitzen kann. Aber passen Sie auf. Ich gebe Ihnen Beispiele, welche einigen von Ihnen, die im Besitz eines Hundes mit Angstproblemen sind, garantiert genau darüber habe ich schon nachgedacht, entlocken werden. Ne? Mein Hund Vito ist der beste Wachhund aller meiner Hunde, die ich bis jetzt besitzen durfte. Und er ist ein exzellenter Schutzhund, solange wir uns in unserer Wohnung oder am Grundstück meiner Eltern aufhalten. Hier beweist er unerschütterliche Entschlossenheit und Grimmigkeit. Und er ist aufgrund seiner Anatomie mit 65 cm Schulterhöhe und knapp 40 Kilo Gewicht, wovon ein großer Teil aus drahtiger Muskulatur besteht, sehr gut dafür gerüstet, Schutz zu bieten. Ist nun mal Fakt. Draußen. Außerhalb seiner Wohnung oder dem Grundstück meiner Eltern, welches er zu 100% als sein Revier erkennt, sieht die Sache mit ihm diesbezüglich völlig anders aus. Vito ist seit seinem Erwerb mit massiven Angstproblemen behaftet. Das hat mit seiner Herkunft, er ist der Sprössling von leidgebeutelten Straßenhunden und den ersten 5 Monaten seines Lebens zu tun. Denn in dieser wichtigen Prägezeit sah er nichts anderes als 4 Holzwände. Das war alles. Ja. Urbanes Gebiet macht ihn bis heute nervös. Ebenfalls konnte ich ihm seine Scheu vor Radfahrern oder lebenslustigen Kindern bis heute nicht nehmen. Ne? Menschengruppen, die sich uns nähern, erzeugen Unbehagen bei ihm. In Ortschaften, wo alltägliches Leben, alltägliches Treiben vor sich geht, ist er wesenstechnisch instabil. Ständig in höchster Anspannung und auf der Hut. Das geht bei ihm manchmal so weit, dass wenn er in den ersten Minuten des Spazierganges mit mir auf Radfahrer trifft, sich sein Fokus für den Rest des Spazierganges sehr stark darauf konzentriert, ob nicht noch irgendwo welche auftauchen könnten. Einige von Ihnen werden solche Geschichten selbst kennen. Und ja, selbstverständlich arbeitete und arbeite ich heute noch daran. Doch gewisse Dinge haben sich derartig fest in ihm verbissen, dass wir hierzu nur in Millimeterschritten vorankommen, während uns
blöde Situationen gleich mal wieder einen Zentimeter zurückwerfen. Ja. Wenn Vito in urbanem Gebiet in solchem Fokus feststeckt, dann blendet er selbst Reize aus, welche ihn im ruhigen, verlassenen Wald hochfahren lassen würden. Ja. Zum Beispiel ein heftig pöbelnder Rüde oder gar eine läufige Hündin existieren dann nicht, wenn zum selben Zeitpunkt oder gar kurz zuvor Radfahrer oder laut lachende Kinder an uns vorbeigekommen sind. Ist nun mal so. Wissen Sie, worauf ich hinaus möchte? Aber bald werden Sie es. Obwohl mein Hund gut ausgeprägten Schutztrieb besitzt, ist dieser bei ihm nur situationsbedingt funktionell. Denn gewisse Umweltreize wirken derart mächtig auf seinen Geist, dass er sich dann in einen Modus flüchtet, der diesen Schutztrieb seinem Herrchen gegenüber im ungünstigsten Fall komplett außer Gefecht setzt, weil er in diesem Zustand den Ernst der Lage nicht erkennt. Er hat in diesem Modus zu viel mit sich selbst zu tun. Anders sieht das in sehr ruhigen Gebieten wie Wäldern aus, denn dort zeigt er ein völlig konträres Verhalten. Erhobener Kopf, nach vorne gerichtete Ohren, hochgetragene Rute, strotzend vor Selbstbewusstsein läuft er durch die Wälder. Nach jedem Markieren wird geschert und aufgeblickt, ob hier irgendjemand herumläuft, der seine Herrschaft über dieses Gebiet anzweifelt. Hier ist er völlig klar im Kopf, fühlt sich wohl, ist bei der Sache. Ich garantiere Ihnen, würde jemand im Wald versuchen, mich ernsthaft anzugreifen, hätte er Vito am Hals, und zwar viel schneller, als er schauen könnte. Das garantiere ich Ihnen. Ist Vito also ein guter Schutzhund? Nein, ist er nicht. Er ist diesbezüglich viel zu situations- und umgebungsabhängig. Und mit Sicherheit kennen so ähnliche Geschichten einige Leute, die jetzt gerade zusehen. Davon bin ich überzeugt. Ja. Selbstverständlich ist der anatomische Aufbau eines Hundes ein extrem wichtiger Faktor. Ein sehr leichter, kleiner Hund ist kein guter Partner im Schützengraben. Klare Sache. Ne? Natürlich gibt es Ausnahmen, in welchen Raubüberfälle verhindert wurden, weil sich der Verbrecher allein vom lauten Gebell des Winzlings hat einschüchtern lassen. Das kennen wir, aber was soll ich Ihnen sagen? Bleiben wir am Boden. Sie wissen genau, was los ist. Ja? Ein effektiver vierbeiniger Partner sollte dazu fähig sein, gewisse körperliche Energie auf einen zweibeinigen Aggressor, der viel schwerer ist, als der Hund selbst, ausüben zu können. Ne? Klar ist das eine fundamentale Sache zum Thema, doch ich gebe Ihnen jetzt meinen persönlichen Geheimtipp, der Ihnen verraten soll, was die beste Basis darstellt für einen Hund, von dem Sie sich wünschen, dass Ihnen im Erwachsenenalter im Fall der Fälle beisteht. Und das hat absolut nichts mit Schutzhundetraining zu tun. Ja? Passen Sie auf, liebe Zuseher. Die Essenz für einen Hund, der Sie nicht nur durch schöne Zeiten begleitet, sondern Ihnen auch in bedrohlichen Situationen, egal wann und wo, beisteht, ist die Umweltstabilität. Glauben Sie mir, je gefestigter ein Hund ist gegenüber Reizen, welche bei nicht wenigen Hunden Angstzustände hervorrufen, das können sein Autos oder Verkehr, generell Radfahrer, Kinder, starker Wind, Gewitter und noch vieles anderes, desto besser stehen die Chancen, dass dieser Hund unter egal welchen Umständen geistig zu 100% voll bei Ihnen und jeweiliger Situation ist. Verstehen Sie, was ich meine? Na, Sie werden das noch ganz gut verstehen im Laufe des Videos. Ich garantiere Ihnen, dass da draußen Hunde herumlaufen, welche grundsätzlich fantastische Helfer in der Not sind. Wenn es die Umgebung, die Situation zulässt,
Kommt allerdings eine Sache ins Spiel, welche den Hund in unbehaglichen Überlebensmodus katapultiert, wenn ich so sagen kann, wie zum Beispiel Donner oder ein von ihm gefürchteter vorbeirasender LKW, eine Gruppe laut lachender Menschen, Radfahrer oder starker Wind, der Gegenstände durch die Gegend wirbelt und so weiter. Und Sie genau in diesem Moment durch einen anderen Menschen in gefährliche Bedrängnis geraten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr Hund, welcher grundsätzlich einen tollen Schutzhund darstellt, einen ausgeprägten Schutztrieb besitzt, genau in diesem Moment versagt. Nicht, weil er Sie wissentlich im Stich lässt, ganz sicher nicht, sondern weil ihm in diesem Moment sein Gehirn befiehlt, seinen Selbsterhaltungstrieb zu folgen. Ja? Und auf den Angstgegner wie Donner, Radfahrer, Wind etc. oder andere zu reagieren. Ihre aktuelle Situation läuft dann in seinem Gehirn in diesem Moment nur sehr abgeschwächt ab und nicht wirklich erkannt nebenbei ab. In solchem Moment dürfen Sie von Ihrem Hund dann nicht enttäuscht sein. Oder der hat sich nicht im Stich gelassen, der führte in diesem Moment gerade seinen eigenen Kampf durch und bemerkte Ihren so gut wie nicht. Das ist nun mal so. Nicht erst einmal geschehen. Ich erzähle Ihnen was. Haben Sie schon mal von diesen Schutzhunde-Ausbildungszentren gehört? Die gibt es ja in vielen Ländern. Also in Österreich, glaube ich, gibt es keins. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland und der Schweiz aussieht, weiß ich nicht. Das sind Einrichtungen, welche es darauf abgesehen haben, Hunde zu züchten, eigenem Areal zum Schutzhund, via Training am Mann, Wehrtrieb etc. auszubilden und dann an Menschen, welche einen solchen Hund suchen, selbst die Fähigkeit nicht dazu haben, ihren Hund mehr oder weniger Schutzhundefähigkeiten beizubringen, zu verkaufen. Und das um horrendes Geld. Ja. Obwohl ich selbst im Kontakt bin mit einem Zuseher meines Kanals, der solch ein Schutzhundeausbildungszentrum auf den Philippinen aufziehen möchte und diesen Herrn auch sehr respektiere und ihm alles Gute beim Umsetzen dieses Geschäfts wünsche, bin ich eher nicht der Fan solcher Einrichtungen. Schauen Sie, das ist ein Geschäft. Ja. Punkt aus Ende. Wenn man als Betreiber solcher Einrichtungen behauptet, es läge einem daran, dass der verkaufte Hund in liebevolle, hundeerfahrene Hände kommt, dann ist man dabei nicht wirklich ehrlich, möchte ich sagen. Ja. In den meisten Schutzhundeausbildungszentren geht es einzig und alleine ums Geld. Was geschieht dort? Wie gesagt, dort werden Hunde gezüchtet, verschiedenster Rassen. Die werden dort auf den Mann trainiert, mittels Wehrtrieb etc. Werden teilweise sehr gut trainiert. Ja. Speziell in der USA werden die dann an Reiche, häufig an Promis verkauft, die beim Thema Hunde absolut nichts drauf haben. Hier sprechen wir gleich mal von 5-stelligen Dollarbeträgen. Ja. Ich weiß von einem Fall, der sich tatsächlich zugetragen hat, mit einem solch einem Hund, aus solch einem Schutzhundeausbildungszentrum, erworben von einem recht bekannten Promi. Wer das ist, möchte ich hier nicht sagen. Ja. Und zwar ist dieser Hund eines Tages mit einem Angestellten dieses Prominenten spazieren gegangen. Ein fertig ausgebildeter Hund aus solch einem Schutzhundeausbildungszentrum, als eine Gruppe Hells Angels auf ihrem Run bei diesem Angestellten und diesem eigentlich perfekten Schutzhund, das war ein deutscher Schäferhund, vorbeigedonnert ist. Jeder, der schon mal eine Harley donnern hörte, weiß, was das für ein Geräusch macht. Jetzt stellen Sie sich 20 oder 30 Hells Angels auf 20 oder 30 Harleys vor. Da donnert es schon gewaltig. Ja, was ist geschehen? Dieser professionell ausgebildete Schutzhund schmiss die Nerven, riss sich von der Leine los und lief davon. Den fand man nie wieder. Und der hätte in diesem Moment auch niemanden beschützt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also diese Hunde werden in isolierter Umgebung aufgezogen und trainiert, erfahren professionellstes Training am Mann und werden grundsätzlich exzellente Verteidiger. Doch viele von denen kommen in der realen Welt mit diversen Reizen nicht klar und werfen in gewissen Situationen die Nerven über Bord. Ja.
Ist so. Ja? Sie sind häufig nicht umweltstabil, wie auch. Die kommen davor mit diversen Reizen nicht in Kontakt und bei einigen von ihnen greift das nun mal. Ja? Ist so. Ja? Die Essenz für einen hundertprozentig zuverlässigen vierbeinigen Beistand im Konfliktfall ist eine exzellente, gefühlvolle, gekonnte Prägung auf alles, was sich da draußen bewegt und Geräusche macht. Glauben Sie mir. Ne? Wenn Sie das beginnend mit Ihrem Welpen umsetzen können und später in einen erwachsenen Hund führen, der sich weder von Geräuschen, Bewegungen oder Gegenständen in einen Fluchtmodus versetzen lässt, dann führen Sie einen Hund, der geistig sofort beim Wesentlichen ist, wenn es notwendig ist. Und genau das ist das Wichtigste in solch einem Fall, oder? Ich denke schon. Egal wie stark der Schutztrieb Ihres Hundes auch ist dieser Hund mit einem Angstproblem behaftet und der Schuldige dieser Angst ist im Moment einer Attacke auf Ihre Person gerade im Kopf des Hundes verankert, dann ist in diesem Moment im Normalfall die Angst und die Reaktion darauf beim Hund stärker als ein Beschützerinstinkt Ihnen gegenüber, glauben Sie mir. Und deswegen dürfen Sie ihm nicht böse sein, ja, in solch einem Fall. Ja. Soweit reicht das Hundegehirn nicht, obwohl unsere Kaltnasen ja blitzgescheit sind, das wissen wir. Ja. Abschließend gebe ich Ihnen noch einige Beispiele. Wie zu Beginn schon erwähnt, ist Vito der beste Wachhund, den ich je besaß. Doch als Schutzhund ist er aufgrund seiner absolut fehlenden Prägung in der diesbezüglich wichtigsten Zeit nicht zuverlässig genug. In Wäldern oder ähnlich ruhigen Gebieten würde ich es mir als Schurke aber 10-mal gut überlegen, auf mich loszugehen. Hier hätten Sie als Aggressor nicht nur mich auszuschalten, ich garantiere Ihnen, ja, dass Sie es in solchem Fall auch mit einer sehr guten Portion Vito zu tun bekämen. 100%. Ja. Er ist also kein zuverlässiger Schutzhund, stört mich nicht. Ich liebe diesen Hund unsterblich. Ja. Shiro, mein Tosa Ino, der verstarb leider viel zu jung, ja, um ihn zu diesem Thema beschreiben zu können. Doch ich war mit ihm auf exzellentem Weg, ihn zu einem extrem umweltstabilen Hund zu formen. Ja. Boris, mein erster Hund, war ein äußerst nervenstarker Schutzhund, dem nichts nervös machte. Bis ihm eines Tages ein Idiot kurz vor Silvester einen Böller circa 1 Meter vor die Beine warf. Ja, von diesem Tag an schmiss er die Nerven, wenn irgendwo ein Böller detonierte oder wenn Gewitter mit Donner herrschte und war somit im Fall der Fälle nicht mehr 100% zuverlässig. Wäre ich mit ihm bei Donnerwetter unterwegs gewesen, hätte es sehr leicht sein können, dass er als Schutzhund aufgrund dieses Fluchtmoduses, den er vorwies bei Donner, dass er als Schutzhund versagt hätte. Hätte mir leicht geschehen können. Attila, mein American Pitbull Terrier, war völlig atypisch zu seiner Rasse, mein bester Schutzhund. Zu 100% unbeeindruckt von allem. Mit diesem Hund hätte ich durch 10.000 schreienden Menschen durchgehen können, während eine 747 knapp über uns drüber fliegt und ein Erdbeben den Boden wackeln lässt. Das hätte ihm alles nicht gejuckt. Absolut nicht. In allen nur erdenklichen Situationen war der Hund stabil und er besaß ausgeprägten Schutztrieb. Und zum endgültigen Abschluss dieses Videos das Tüpfelchen am i. Der Wille des Hundes in höchsten Stresskommandos zu befolgen, der Gehorsam. Und warum das so wichtig ist, das demonstriere ich Ihnen jetzt mit einem kurzen Video. In diesem Ausschnitt sehen Sie den Einsatz einer K9-Einheit in der USA, in diesem Fall ein Malinois, der einen gestellten Kriminellen aus einem Auto zieht. Der Gegenstand, mit welchem sich der Kriminelle gegen den Hund zur Wehr setzt, ist ein Regenschirm. Und meine Recherchen dieses Videos ließen mich erkennen, dass dieser Malinois bei dem Einsatz völlig unverletzt geblieben ist. Aber sehen wir kurz mal rein.
Ja, also wir werden uns dieses Video dann gleich noch einmal ansehen und dieses Mal stellen Sie sich vor, der Regenschirm wäre ein Messer gewesen, so wie es heutzutage weit häufiger als zu früheren Zeiten zum Einsatz kommt. Bei jedem, der das verneint, fährt der Aufzug nicht bis ganz oben, ganz sicher nicht. Ja? Also, Messer, Video ab. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Also dieser Hund wäre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit tödlich verletzt. Also davon kann man ausgehen, wenn das ein Messer gewesen wäre. Bedenken Sie also, es ist oberstes Gebot, Ihren Hund in solcher Extremsituation da so schnell wie möglich wieder rauszuholen. Ein nicht unter Drogen stehender Angreifer hat im Normalfall nach ersten kräftigen Biss genug und stoppt den Angriff. Jetzt haben Sie dann zwei Möglichkeiten, ja, wenn Ihnen was an Ihrem braven Hund liegt. Entweder Sie holen Ihren Hund mittels funktionierendem Kommando da raus oder Sie gehen beherzt da rein. Doch handeln müssen Sie, ja, um Ihren Hund zu schützen, so wie er Sie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Und genau deswegen bin ich so ein Verteidiger der sportlich ausgeführten Schutzarbeit. Nicht, weil am Beutetrieb arbeitende Hunde dabei das Beißen lernen, ne, das ist Schwachsinn, ne, sondern weil sie lernen, unter höchstem Adrenalinausstoß auf Kommandos zu hören und diese zu befolgen. Und genau das kann nicht nur Sie schützen, sondern genauso Ihren Hund. Das ist nun mal so. Liebe Zuseher, mit Garantie die am wenigsten betrachtete für mich aber die wichtigste Sache zum Thema Schutzhund, die Umweltstabilität. Und genau deswegen habe ich Ihnen davon erzählt. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.